Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen 220 Volt Fernschalter vorstellen. Ich hatte bereits ähnliche Modelle auf meinem Kanal, aber dieses hier unterscheidet sich etwas in der Einstellung, deshalb mache ich ein separates Video, denn wenn jemand das andere Video ansieht, wird er dieses hier Relais niemals einstellen können, deshalb muss ich es noch einmal zeigen. Im Lieferumfang ist eine AB-Fernbedienung enthalten. Hier ist unser Empfänger. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, es lässt sich öffnen und schließen. Der Empfänger ist für 220 Volt. Anschlussklemmen für die Stromversorgung auf dieser Seite. 2 Stück, Phase- und Nullleiter werden hier angeschlossen. Auf der Rückseite haben wir 3 Klemmen. 3 Kontakte. Warum ist das so komplex gelöst? Das Relais hier ist ein 10 Ampere Relais, ausgelegt für eine Last von bis zu 10 Ampere, das heißt, es können Lasten bis zu 2 Kilowatt angeschlossen werden. Der zentrale Kontakt, COM, ist hier beschriftet. Beim Einschalten des Relais schließt er sich mit dem Kontakt. Normalerweise offen, hier ist er mit No beschriftet. Das heißt, wenn Sie einschalten, die Taste drücken. Schaltet das Relais ein, diese beiden Kontakte schließen sich. Wenn Sie also möchten, dass eine Lampe leuchtet, dann schließen Sie diese beiden Kontakte in den Stromkreis ein. Hier legen wir die Phase an. Beim Einschalten erscheint die Phase an diesem Kontakt und geht zur Lampe. Ich zeige es jetzt. Dieser Kontakt hier ist normalerweise geschlossen. Wenn das Relais ausgeschaltet ist, sind diese beiden Kontakte geschlossen. Das heißt, wenn Sie hier eine Lampe anschließen, wird sie leuchten, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Beim Einschalten wird sie sich ausschalten. Und dieser Kontakt wird aktiv. Das ist also dafür gemacht, dass zum Beispiel ein Gerät beim Drücken der Taste ausgeschaltet werden kann und ein anderes eingeschaltet wird. Oder wenn Sie ein Gerät mit der Taste ausschalten möchten, und es bei Ihnen die ganze Zeit eingeschaltet ist, aber wenn Sie die Taste drücken möchten, damit dieses Gerät ausgeschaltet wird, dafür gibt es diesen Kontakt. Das heißt, wir schließen die Lampe nicht so hier an, sondern die Stromversorgung. Und das hier fungiert als Schalter. Ich zeige jetzt, wie man es anschließt. Nun, das machen wir gleich. Wir nehmen ein Kabel, das einfach von der 220 Volt Steckdose kommt. Und hier schließen wir die Stromversorgung an. So werde ich es machen. Blau wird der Nullleiter sein. Das schwarze Kabel von der Lampe, das wird auch der Nullleiter sein. Der Nullleiter wird ständig an die Lampe angelegt, deshalb verbinden wir diese beiden Kabel miteinander. Und schließen es hier an. Hier sind die Kontakte auch beschriftet, wo Phase und wo Nullleiter ist. Wenn Sie es verwechseln, wird es funktionieren, aber dann wird es über den Nullleiter gesteuert, und die Phase wird ständig angeschlossen sein, was aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen wird. Denn wenn Sie bei ausgeschaltetem Relais die Phase hier anliegt, die Glühbirne wechseln und irgendwo berühren ein Metallteil, können Sie einen Stromschlag bekommen. Wenn aber die Phase abgeschaltet ist und der Nullleiter hier ständig anliegt, dann bekommen Sie keinen Stromschlag. Wir haben den Nullleiter von der Steckdose an die Stromversorgung dieses Moduls des Empfängers und an die Stromversorgung der Lampe angeschlossen. Es ist also angeschlossen. Als nächstes mit die Phase anschließen. Hier kommt die Phase von der Steckdose. Wir müssen die Phase anlegen. Diese Phase wird zur Stromversorgung des Empfängers selbst angelegt. Um jedoch die Phase an den mittleren Kontakt anzulegen, müssen wir entweder hier mit Zinn verbinden. Hier ist unsere Leiterbahn. Hier tropfen wir ein wenig Zinn auf, und dann geht die Phase weiter zum COM, zum mittleren Kontakt. Wenn wir nichts löten wollen, nehmen wir ein Stück Draht, schließen es hier an, ziehen es fest, und dieses Stück Draht führen wir von der Rückseite hier zum COM. Angeschlossen. Wir haben so eine Brücke erhalten. Und uns bleibt noch ein Draht, das ist die Phase. Und wir schließen sie an diesen Kontakt an, denn die Chinesen haben die Kontakte anscheinend falsch beschriftet. Dieser Kontakt muss verwendet werden. Alles angeschlossen, Strom angelegt. Jetzt muss der Fernschalter eingestellt werden. Hier war bereits ein Standardprogramm für Testzwecke eingestellt.
Hier ist unser Knopf zum Einstellen. Um die Fernbedienung zu entkoppeln und all diese Einstellungen zu löschen, die hier vorgenommen wurden, müssen wir den Knopf gedrückt halten für etwa 8 Sekunden, bis er anfängt zu blinken. Der Knopf hat angefangen zu blinken. Das bedeutet, der Speicher wurde gelöscht, die Fernbedienung ist entkoppelt, sie reagiert nicht mehr. Und jetzt, um die Fernbedienung zu koppeln, gibt es 3 Betriebsmodi. Beginnen wir mit dem ersten. Das ist ohne Arretierung, ohne Halten. Einmal drücken, die Lampe leuchtet auf, drücken wir Taste A. Fertig, die Fernbedienung ist gekoppelt. Die Lampe hat geblinkt. Jetzt beim Drücken geht die Lampe an, lassen wir die Taste los, geht die Lampe aus. Das ist also ohne Arretierung. Das kann man zum Beispiel für die Signalgebung an ein Elektroschloss verwenden. Gedrückt. Das Schloss klickte, öffnete sich und schaltete sich aus. Oder zum Beispiel für automatische Tore, wo ebenfalls ein Impuls zum Starten der Automatik benötigt wird. Auch, genauso funktioniert der Impulsmodus. Wir entkoppeln die Fernbedienung. Halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt. So, die Fernbedienung ist entkoppelt. Jetzt probieren wir den zweiten Betriebsmodus. Den Knopf zweimal drücken. 1, 2. Die LED leuchtet auf. Der zweite Modus ist mit Arretierung. Gedrückt, die Lampe ging an. Ein zweites Mal gedrückt, die Lampe ging aus. Mit einem Druck schalten wir ein, mit einem Druck schalten wir aus. Zweiter Modus. Ebenso entkoppeln wir die Fernbedienung. Wir warten, bis es blinkt. Die Fernbedienung ist entkoppelt. Dritter Betriebsmodus. 1, 2, 3. Die LED leuchtet auf. Wir haben die erste Taste gekoppelt. Wir haben die zweite Taste gekoppelt. Jetzt wird mit Taste A die Lampe eingeschaltet. Zum Ausschalten drücken wir Taste B. A schaltet ein, B schaltet aus. So funktioniert unser dritter Betriebsmodus. Funktioniert. Das war's im Grunde. So funktioniert dieser Fernschalter. Einen Link dazu hinterlasse ich euch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.